Das hier sind Frey und ich. Ein bisschen die Kamera hier. Anfang November hatten wir die Möglichkeit, nach Sumatra zu fliegen, um neben einer Expedition auch am Asahan Extreme Race teilzunehmen. Da haben wir natürlich nicht lange überlegt und direkt mit der Planung begonnen. Unsere Reise fing dann Ende November am Flughafen in Frankfurt an und von dort aus ging es dann über Doha, Singapur und Kuala Lumpur nach Medan. Als wir dann in Singapur ankamen, dachten wir wären schon mitten im Dschungel, aber was uns da noch so erwarten würde, das hätten wir uns wirklich nicht vorstellen können. Es war wie jedes Mal ein Riesenspaß, mit den Kanus zu fliegen. Die meisten Airlines nehmen ja leider grundsätzlich keine Kanus mit und deshalb haben wir uns über die Jahre angewöhnt, unser Gepäck nur noch als Surf- oder Skiausrüstung aufzugeben. Dort wurden wir dann von unserem Team vor Ort am Flughafen abgeholt und sind nochmal ca. 8 Stunden bis in die Asahan-Provinz gefahren. Als wir dann in Asahan ankamen, wurden wir direkt super herzlich von den Locals empfangen. Es wurde getanzt, es wurde gegessen und zum Abschluss kam dann auch nochmal das Militär, um uns seinen Segen zu erteilen. Und dann ging es auch schon direkt ans Paddeln.
man. Sorry, man. No, it's all good. Yeah. Love Lot Tepe. of pages there. In Indonesien wird grundsätzlich viel frisch gekocht, es werden lokale Zutaten direkt aus dem Regenwald genutzt und immer viel mit Chili gewürzt. Es gibt natürlich nichts Besseres als ein frisches, warmes Essen nach einem langen Paddeltag. Für uns wurde die Schärfe dann zum Glück etwas angepasst, da es wirklich teilweise sehr extrem war. Yeah, the one this morning, I mean. In general, like the rice is really nice. Nach ein paar Paddeltagen waren wir dann auch ziemlich K.O. Deshalb haben wir dann mal die Thai-Massage dort ausprobiert. Frey hat es sehr genossen. Das Tolle an Reisen ist für mich immer, dass man in Kontakt mit lokalen Spezialitäten kommt. Hier auf Sumatra war das der Jungle Juice, ein starkes, sehr bitteres Bananenbier, welches hier bei festlichen Anlässen getrunken wird. Okay, but now you got it in the village or? Das Rennen wurde auf dem obersten Abschnitt vom Asahan ausgetragen über eine Distanz von ca. 6 Kilometern bei durchgehender Wildwasserstärke 4 bis 5. I was surfing bus one, bus two. Yeah, you went straight to bus two. Germany. Dan peringkat kedua yaitu Leon dari Prancis. Germany. Sorry. Congratulations. The first winner for the men elite class goes to Michele from Italy. Dan juara pertama untuk kelas pria Elite Power. Peringkat pertama yaitu Michael dari Italia. Als wir den Tropensturm kommen sahen, war eigentlich direkt klar, dass heute der richtige Tag ist, um das Blackwater zu paddeln. Die einzig andere Befahrung, von der wir wissen, wurde 2009 von Olaf Opsommer und dem Sigline-Team unternommen und deshalb war das für uns ein echtes Highlight. Auf dem Weg zum Einstieg wurde uns dann auch klar, weshalb man hier erst einmal gepaddelt ist. Der Weg zum Einstieg dauert ca. 2 Stunden und geht durch extrem steiles und rutschiges Urwaldgelände. Die Verletzungsgefahr ist hier immer präsent. Und einmal auf dem Bach gibt es dann auch kein Zurück mehr. Die Klamm wird immer enger und ist nach oben hin bis auf eine Höhe von ca. 300 Metern mit dichtem Urwald bewachsen. Es gibt also keinen Raum für Fehler und keine Möglichkeit auf Rettung.
Die Fahrlinien kannten wir nur von unseren Drohnenaufnahmen, die wir einige Tage zuvor aufgenommen hatten. Und so bin ich das also mehr oder weniger auf Sicht vorne rausgepaddelt. Wir haben uns dann auf Pfeifsignale verständigt. Einmal Pfeifen war das Go for Fray und zweimal das Stoppsignal. Unsere Zeit auf Sumatra war wirklich toll und wir werden auch definitiv nochmal kommen. Das Land bietet bei tropischem Klima unendlich viel Potenzial für Paddler aller Wildwasserstärken und ist deshalb definitiv eine Reise wert. Allerdings wird aktuell am Asahan ein Damm gebaut, der in spätestens 3 Jahren fertig sein soll und damit nicht nur ins Paddlern das Wasser nimmt, sondern auch das lokale Ökosystem stark verändern wird. Deshalb schnell buchen.